Genial, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Das freut mich wirklich sehr. In diesem Video gehen wir mal ein bisschen aufs Ganze. Aber von vorne weg erstmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ohne die wäre das Video gar nicht möglich gewesen. An die Mädels und Jungs von Teufel. Denn die haben mir für dieses Video den Teufel Rockstar Cross zur Verfügung gestellt. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Denn ich feiere den Lautsprecher schon so ein bisschen hart ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden mal gucken, was die Verarbeitung so angeht. Wir werden einen Soundcheck machen. Eine kleine Sünde werden wir betreiben. Und wir werden ihn mit einem direkten Konkurrenten vergleichen. Nicht nur vom Klang her, sondern auch was die maximale Lautstärke so angeht. Also bleibt doch einfach dran und habt genauso viel Spaß dabei wie ich. Euer Speaker Schocker. Los geht's! Das ist schon ein dicken Brummer hier, der Rockstar Cross. Der gesamte Lautsprecher hat eine Breite von 38,5 cm, eine Höhe von fast 15 cm und eine Tiefe von auch fast 13 cm. Gewicht bringt der stolze 2,8 Kilogramm auf die Waage. Also ist jetzt nicht unbedingt das, wo man jetzt sagen würde, den lasse ich jetzt bei mir im Rucksack drin, den nehme ich jeden Tag mit. Das eher weniger. Das gesamte Gehäuse besteht aus Kunststoff, lediglich die Front ist von einem Metallgitter bedeckt. Dabei hat der Kunststoff eher die Eigenschaften, dass er eher weich ist, also auch Stöße absorbieren kann. Wenn der jetzt mal von einer kleinen Höhe vom Hocker oder so runterfällt, ist nicht schlimm. Vom Hochhaus sollte man ihn besser nicht fallen lassen. Dazu ist der Lautsprecher noch strahlwassergeschützt, das heißt nach der Schutzklasse IPX5. Also Strahlwasser unterm Wasserhahn ist gar kein Problem. Untertauchen? Nein. Verbaut in den dicken Brummer sind insgesamt 3 Lautsprecher. Es ist ein 2.1-System mit zweimal Hochtönern an der Seite mit 20 mm Durchmesser und einem Tieftöner mit 120 mm Durchmesser. Angetrieben wird das Ganze von 2 Verstärkern. Ein Verstärker für die Hochtöner mit 2x1,2 Watt und der Subwoofer oder der Tieftöner hat auch noch einen extra Verstärker, der liefert satte 34 Watt. Bepowert wird das Ganze von einem 5800 mAh großen Akku. Der Hersteller sagt dann, ja, damit könnte man 16 Stunden spielen, also der könnte 16 Stunden durchhalten. Bei mittlerer Lautstärke habe ich es dann auf 12 Stunden gebracht, also eigentlich an 2 Tagen 2 mal 6 Stunden, also waren es dann 12 Stunden und dann habe ich es dann mal voll aufgedreht und dann war Ende. Also ja, man könnte vielleicht auf 13 Stunden kommen, 16 nicht ganz, aber 13 Stunden, das ist auch schon mal eine ordentliche Leistung. Die Form des Lautsprechers ist beim ersten Ansehen, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig, aber gar nicht mal so unüberlegt, wie man jetzt meinen könnte, denn trägt man den Lautsprecher wie einen Rucksack über die Schulter oder einfach seitlich, dann ist es doch schon so, dass der Lautsprecher sich dem Körper schon einigermaßen gut anpasst, durch diese, nennen wir es mal, ungewohnte Form. Auf der Oberseite haben wir dann den Teufel-Schriftzug, der hätte meiner Meinung nach auch rot sein können, dann hätte das Ganze noch ein bisschen geiler ausgesehen. Dazu findet man noch 4 Aktionsbutton. Einmal die Mikrofontaste zum Starten des Sprachassistenten auf dem Handy, die Leiser-Taste, die Play-Pause-Taste oder auch die Lauter-Taste. Hält man jetzt die Plus-Taste oder die Minus-Taste mit dem Play-Pause-Button zusammen, dann kann man das vorige Lied oder das letztere Lied auswählen. Auf der Rückseite haben wir erstmal ein wunderschönes Teufel-Logo. Hinter dem Gitter befinden sich dann noch 2 Passivmembranen mit jeweils 95 x 75 mm Größe, damit wir hier noch ein bisschen ordentlich besser rauszimmern können. Dann haben wir hier noch weitere Tasten. Einmal den Ein- und Ausschalter mit 4 LEDs, die uns dann auch gleichzeitig den Akkustand anzeigen. 4 voll und einer ist dann so ziemlich leer, der Akku. Dann haben wir noch eine Taste für den Outdoor-Modus. Das heißt, wenn wir diese Taste drücken, dann erweitert sich das Klangfeld ein bisschen nach außen hin. Die Bässe wird ein bisschen reduziert, es wird ein bisschen mehr Höhen produziert, um einfach, wenn man jetzt in einer lauten Umgebung generell schon Musik hört, dass dann einfach noch ein bisschen mehr Verständlichkeit vom Lautsprecher rauskommt. Aber ich mag diesen Modus eher weniger, denn ich finde einfach nur, der nimmt einfach nur die Bässe weg, da kommt ein bisschen mehr Höhen. Ich lasse es einfach im Normalmodus und dann ist es eigentlich auch ganz wunderbar so. Dann haben wir noch eine Bluetooth-Taste. Der Lautsprecher kann mit 2 Handys gleichzeitig verbunden werden. Das heißt, man könnte jetzt auch Party-Modus machen. Der eine könnte ein bisschen remixen zum Beispiel. Und dann haben wir noch eine, ja, sagen wir mal, Stereo-Pairing-Taste, denn damit kann man dann mit dem Teufel Rockstar Cross, da kann man noch einen anderen Teufel Rockstar Cross miteinander verbinden oder ein anderes Produkt von Teufel, welches diese Funktion unterstützt. Dann kann man dann 2 Lautsprecher miteinander verbinden und hat dann noch einen richtigen Wireless Stereo Sound. Und ich denke, das haut dann richtig rein. Dann, gut geschützt hinter einer Gummilippe, haben wir erstmal den Micro-USB-Anschluss. Der ist natürlich nicht zum Laden des Gerätes da, denn diesen
Lautsprecher hier mit Micro-USB laden, das macht gar keinen Sinn. Wir haben hier aber einen Charging-Modus, das heißt, wir können hier unser Handy anschließen, damit das Handy auflädt. Sehr schön hierbei ist auch, das Handy lädt auch weiter, wenn der Lautsprecher im Ruhemodus geht. Das heißt, wenn lange keine Musik läuft, schaltet er sich im Ruhemodus, Handy lädt weiter auf. Schalten wir den Lautsprecher komplett aus, haben Handy angeschlossen, das Handy lädt trotzdem weiter auf. Klasse sowas! Und dann auf der anderen Seite haben wir einen AUX-Anschluss, falls wir auf Bluetooth einfach mal gar keinen Bock haben. Dann können wir auch einfach ein Stereo 3,5 mm Klinkenkabel einführen und dann darüber die Musik genießen. Und zu guter Letzt den Stromanschluss für das mitgelieferte Netzteil. Dieses liefert bei 20 Volt 3,25 Ampere. So viel also zu der optischen Seite des Teufel Rockstar Cross. Verarbeitungsmäßig können wir hier wirklich überhaupt nichts bemängeln. Das darf man aber auch bei einer Preisklasse von 250 € mal so erwarten. Und hier ist wirklich alles wirklich top in Ordnung, auch wenn das gesamte Gehäuse aus Kunststoff besteht. Es ist aber jetzt nicht so der günstigste Kunststoff, den man jetzt irgendwo finden konnte, sondern das ist schon verordentlicher Kunststoff, so wie das sein soll. Und er kann wirklich leichte Stöße oder sowas, das kann er verpacken, das kann er absorbieren und das ist in Ordnung so. Und jetzt schauen wir uns doch mal die klangliche Performance des Lautsprechers an. Also würde ich doch sagen, ich weiß, ihr wollt was hören. Auf geht's zum Soundcheck! Da kommt der Bass nach vorne durch. Ja, mal einen anderen Titel. Oh ja. Mal gucken, was da kommt. Also die Frauenstimme, die macht mich jetzt ein bisschen an. Wie das einfach mal geil rüberkommt. Man kann sogar kleine Details raushören. Das mag ich sehr. Das mag ich sehr. Auch in Höhen, nicht so, dass das irgendwie fehlt oder so. Nee, das ist sehr schön ausgewogen und lang. Mal ein bisschen klassisch hier werden. Das macht Spaß, ey. Das ist Wahnsinn. So, machen wir das noch.
geht es, glaube ich, ein bisschen im Bass jetzt mal rein. Mal gucken, wie tief der Bass so runtergeht. Dafür, dass ich mal gute 3 Meter davon weg sitze, kommt der Bass immer noch gut und sauber an. Einmal müssen wir sündigen. Einmal geht leider nicht anders. Das ist zu geil. Junge, wie der ganze Kamin einfach am Mitmachen ist. Eskalation am Brenngeldkamin durch Teufel Bluetooth-Lautsprecher. Warnung vor extremen Bassschlag wahrscheinlich jetzt am Wetter. Junge! Sitzt hier auf so einem Hocker und der ganze Hocker macht noch mit. Und das nur von dem Lautsprecher da hinten. Krass. Ah, da ist Ende. Tiefer kommt der Bass nicht. Da hört man so ein leichtes Pfeifen auch. Zu krass einfach. Also den Klang des Rockstar Cross, den feiere ich ja schon hart. Es macht richtig Spaß, damit Musik zu hören. Und das sogar, wenn man leise Musik hört. Bei anderen Lautsprechern ist es oft so, dass man da schon so 40-50% der Lautstärke haben muss, damit da auch ordentlich Pfeffer dahinter ist, damit der Bass gut da ist. Beim Teufel ist das ein bisschen anders. Da ist es sogar bei leiseren Liedern schon so, dass der Bass da ist und dass das Spaß macht, damit Musik zu hören, ohne dass der Bass jetzt aber irgendwo übertrieben ist und anderes untergeht. Das ist generell bei dem Teufel sowieso ein bisschen anders. Er ist jetzt nicht abgestimmt, dass er jetzt nur den Bass extrem in den tiefsten Tönen übertrieben wiedergibt. Nein, man hat auch hier so ein bisschen Oberbass mal drin und das gibt es bei wenigen Lautsprechern. Finde ich klasse. Sogar Klassik hören macht mit ihm ein bisschen Spaß. Er ist dynamisch, kraftvoll. Er ist jetzt nicht das klassische Wunder, das nicht zum Klassik hören. Aber man kann aber auch sehr gut Details damit raushören. Und das finde ich wirklich, das macht richtig Spaß. Und ich denke, das hat man aber auch im Soundcheck gehört, dass ich da richtig Fun dran habe. Und jetzt vergleichen wir den doch einfach mal mit dem JBL Extreme. Ich habe dazu nämlich 2 Messungen oder 2 Aufnahmen vorbereitet. Einmal bei 60% der Lautstärke und einmal bei 100% der Lautstärke. Denn in einigen Vergleichsvideos auf YouTube hat man schon gesehen, dass beim JBL zum Beispiel, dass der Bass viel früher bei höheren Lautstärken schon nicht mehr wird. Und beim Teufel ist das ein bisschen anders. Ist es denn jetzt hier genauso? Denn bei den älteren Videos ist es so, dass der JBL-Lautsprecher noch nicht das neueste Update hat. Ich habe jetzt hier die Version 2.0 drauf und da wollen wir mal gucken, was JBL da an dem Klang noch verbessert hat. Kann er mit dem Teufel mithalten? Und vor allem, wie sieht es mit der maximalen Lautstärke aus? Das wollen wir jetzt mal rausfinden. Ich wünsche uns dabei jetzt schon mal viel Spaß. You told me it's not your fault, but you don't realize that I never wonder what's the truth in your eyes.
Also man hat da schon gesehen bei der 60% Aufnahme, dass der Teufel da einfach nochmal ein bisschen, ja, der hat ein bisschen mehr Power, vor allem ist er ein bisschen lauter da schon bei 60% und er hat einfach nochmal ein bisschen mehr Bass, da kommt auch ein bisschen mehr, Details kommen da noch ein bisschen durch, der JBL ist da ein bisschen, nennen wir es mal, zurückhaltender. Und das hätte ich jetzt so erstmal gar nicht erwartet, denn wenn man jetzt beide Lautsprecher direkt vergleicht, dann hört man es. Aber hat man mal ein bisschen Zeit dazwischen, könnte man sagen, die hören sich alle absolut identisch an. Aber wenn man es direkt vergleicht, dann merkt man doch schon ein bisschen Unterschied. Und beim JBL ist es so, da sind die tieferen Bässe da, ganz klar, beim Teufel auch. Aber da fehlt beim JBL irgendwie so ein bisschen der hohe Bass, die Kickbässe, der Oberbass, der fehlt da ein bisschen. Und da kommt beim Teufel doch ein bisschen deutlicher durch. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze bei der maximalen Lautstärke verhält. Wer hat denn da jetzt noch die mehr Bässe oder wer ist überhaupt lauter? I don't know why she told me it's not your fault. Hat man jetzt beide Lautsprecher wirklich auf 100% getrieben, dann ist es so, dass sie sich nicht mehr ganz so schön anhören. Man merkt ja auch, dass da irgendwo die Grenze ja schon fast überschritten ist. Es sind Verzerrungen da. Beide reduzieren den Bass. Der Teufel allerdings etwas später als der JBL. Das muss man sagen. Und der JBL ist einfach auch eine ganze Ecke leiser als der Teufel. Der Teufel, der ist dann in den Höhen noch ein bisschen präsenter, ein bisschen fast schon übertrieben, aber im Endeffekt einfach mal viel lauter und dabei noch ein bisschen spritziger als der JBL. Der JBL, der kommt ja nicht ganz hinterher, was die maximale Lautstärke und den Punch angeht. Wobei der Teufel, der klingt dann schon ein bisschen allergisch, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben in den Höhen. Man hat auch bei der Messung gesehen, beim JBL sind im Akkubetrieb 99 bis 100 Dezibel drin. Nimmt man jetzt allerdings das Netzteil beim JBL dazu, kommen wir auf 101 bis 101,5 Dezibel bei eingeschaltetem DSP. Beim Teufel allerdings ist es ganz egal, ob ich jetzt den Akkubetrieb habe oder das Netzteil hinzufüge oder anschließe. Da sind 103 Dezibel schon mal so einfach drin. Und das, finde ich, das ist schon mal eine ganz gute Ansage. Wie alles im Leben ist das natürlich auch hier wieder Geschmackssache. Der eine so, der andere so und der andere natürlich auch wieder ganz anders. Aber für 250 € stellt der Rockstar Cross einen wirklich sehr soliden und guten Bluetooth-Lautsprecher dar. Wenn man jetzt mit der Form zurechtkommt. Der eine oder andere sagt natürlich, das sieht mir zu klobig aus, nee, irgendwie ist das nicht ganz so meins. Sucht man jetzt allerdings einen Lautsprecher, den man jetzt nicht vor die Lautstärke unter die Decke bollern muss, damit da was rauskommt, sondern möchte einfach mal ein bisschen gute Musik hören und dabei schon einen guten, straffen Bass haben, ohne dass es jetzt irgendwie übertrieben wirkt oder sowas, dann ist das hier wirklich eine sehr gute Wahl. Denn gerade wenn man nicht die volle Pulle hört oder sowas, dann fällt er mir vom Klang sogar noch ein bisschen besser als der JBL. Und das nicht nur im Bassbereich, sondern auch in der Feinauflösung und auch in der Bühne, wenn man gute Stereoaufnahmen hat, dann macht das Ganze hier noch ein bisschen mehr her, kommt einfach noch mal ein bisschen mehr Details zum Vorschein als jetzt zum Beispiel bei dem JBL-Lautsprecher. Und das mag ich hier wirklich an ihm sehr. Ist dir der Rockstar Cross zu schwer, dann darfst du mein nächstes Video auf gar keinen Fall verpassen. Denn dann reden wir über den Rockstar Go. Eins von Teufels Bestsellern, den haben sie mir auch noch freundlicherweise mit zu dem Rockstar Cross hinzugegeben zum Testen. Also, wenn du das verpassen willst, dann abonniere doch meinen Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bleibt mir gesund und munter, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss.